Hello there! Willkommen bei Back to the Roots Gaming und dem dritten Teil der Videoreihe The Year of 3DFX, 25 Jahre nach dem Ende von 3DFX. In diesem Video zeige ich euch, warum die 3DFX Banshee für viele Retro-Fans zur Unrecht in Vergessenheit geraten ist und präsentiere euch diese goldene Schönheit. Die Banshee von Maxigamer wurde ein bisschen von Backfire optimiert. Sie hat einen zusätzlichen Lüfter spendiert bekommen, welcher sich aber optimal ins originale Bild integriert und dadurch sehr elegant wirkt und so hübsch ist wie kaum eine andere Karte in den 90ern. Viel Spaß bei dem Video! Ich habe einen Compact Disc Pro. In diesem möchte ich die Banshee einbauen. Das zeige ich euch vom ersten Schritt an. Also aufmachen, reingucken, gucken, wie der Stand ist. Und später gibt es ja noch ein paar Benchmarks. Ich vergleiche die Banshee mit einer AT Rage Turbo, AT Rage 128, Voodoo 1, Voodoo 2. Und dazu gucken wir uns noch an, wie die Banshee mit verschiedenen Prozessoren skaliert. Wenn dir das Thema gefällt, lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal. Die Links zu den Treibern und zum Forum sind wie immer in der Beschreibung. Das alte Komplettgehäuse hat wohl schon lange keine Wartung mehr gesehen. Interessant. Ein AT Rage Pro Turbo AGP. Mal schauen, was sie so kann. Hier drücken, da halten und dann ziehen. Jo. Schauen wir uns das RAM an. Gut, alte SD-RAM. 128 MB. Ja, das schraubenlose Design ist nicht so intuitiv, wie es aussieht. Okay, und unser Datumsbereich verdichtet sich weiter. Mai 2000. 10 GB. Können wir mal. Denken wir, die werde ich später noch austauschen. Aber ich glaube, ich habe zufällig hier vorne noch eine liegen. Jo, nehmen wir doch lieber diese hier. Mit 40 GB ist man auch ein bisschen flexibler. Master müsste passen. Lassen wir erstmal so.
Alle Bauteile sind entfernt. Schauen wir uns mal das Ganze aus dem Nahbereich an. Okay, das System ist einmal ausgeblasen worden. Und jetzt will ich gerade noch ein bisschen den etwas festsitzenden Staub lösen und werde es danach nochmal ausblasen. Und dann geht's los mit der Aufnahme der einzelnen Komponenten. So, dann nutze ich mal die Gelegenheit, um ein bisschen Nice Know-Wissen zu teilen. Und zwar die Benji released wurde, hat diese ungefähr $150 gekostet, also 300 Mark. Und die Voodoo 2 mit 12 MB hat noch $200, also ungefähr 400 D-Mark gekostet. Also die Benji war ungefähr 25% günstiger und wir werden später die Benchmarks angucken und werden feststellen, dass sie dafür auch 15 bis 20% langsamer war. Aber preis-leistungsmäßig war sie auf jeden Fall besser. Sie hatte einen kombinierten 2D-3D-Chip und benötigte keine separate Karte mehr, konnte also allein laufen. Und man konnte halt auch direkt in 1024er Auflösung spielen. Die Voodoo 2 konnte man nur mit MSI-Modus in 1024 betreiben, solange man nur eine Karte drin hatte. 800 bis 600 maximal. Wow, wenn das mal ein richtig schönes Stück Hardware ist. Also der Backfire hat einen Reflow durchgeführt, sowie den Lüfter nachgerüstet. Man sieht ganz schön, wie das Kabel hier onboard verlötet ist, also keine externe Kabelverbindung notwendig. Das Ding sieht einfach aus, als ob es so aus dem Laden gekommen wäre und ich finde das mega. Die Karte war auch relativ erfolgreich, verkaufszahlenmäßig. Ich habe versucht, genaue Zahlen zu finden, allerdings hat 3DFX wohl nie genaue Verkaufszahlen rausgehauen. Und ChatGPT schätzt ungefähr 2 Millionen versetzte Einheiten im Vergleich zu Voodoo 2, welche so 3 bis 3,5 Millionen verkaufte Einheiten hatte, ist das eigentlich ein relativ guter Wert, wenn man denkt, dass eigentlich so viel schlechter waren, vor allem wenn man die Voodoo 2 im SLI-System betrieben hat, da waren die ja 50% teilweise schneller. Aber trotzdem hat sich gut verkauft. Eingebaut wird sie über diese Expansion Slot. Ich denke, das sollte funktionieren. Wie angekündigt, die größere Festplatte. Dazu kommt noch der Pentium 3. Ich glaube, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Pentium 3 600 ist verbaut. Und ich rüste um auf einen 256 MB Regel. Und los geht's. Bevor ich die Benji eingebaut habe, habe ich das System einmal so laufen lassen. Auch mit dem optionalen RAM-Regel, deswegen stehen hier auch noch die 128 MB.
Jede Windows-Installation im Schnelldurchlauf. Ich habe beim ersten Durchgang auch noch das Windows-System auf die 10 GB Festplatte installiert. Deswegen blicke ich da schnell mal drüber. Ist halt mega, dass einfach jeder Treiber von Windows erkannt und installiert wurde. Und zwar nach dem ersten Neustart. Aber natürlich schadet es nicht, wenn man den einen oder anderen Treiber wenigstens aktualisiert. Als Treiber habe ich jetzt diesmal die Evolution gewählt, aber ich habe auch sehr gute Erfahrungen gemacht, was Geschwindigkeit angeht beim Mojo Motion und Kompatibilität habe ich eigentlich. Manchmal läuft Glide nicht, keine Ahnung warum. Aber bei dem originalen Treiber läuft Glide eigentlich immer, da habe ich am wenigsten Probleme. Aber rein geschwindigkeitsmäßig sind die moderneren Treiber doch besser. Muss man halt wissen, was man spielen möchte und dann je nachdem Treiber installieren, ausprobieren. Dann installieren wir noch ein bisschen Standardsoftware für Windows 98 und aktuell auch Internet Explorer. Ich habe gelesen, dass Internet Explorer 6 mehr Systemressourcen zieht. Und deswegen habe ich hier den 5.5er nur installiert. Anschließend noch das Windows Service Pack. Ich habe in späteren Installationen ein anderes Service Pack verwendet. Je nachdem, was man für Prioritäten hat. So, nach mehr als 2 Jahren Produktionszeit darf ich jetzt hiermit das offizielle finale System vorstellen. Ein Compact Desk Pro Pentium 3 600 mit einer Benji, 256 MB RAM und klassischem Setup.
Ich habe natürlich seit Beginn des Projekts das Windows schon 2, dreimal neu installiert, ist klar. Und ich habe auch einen guten DOS-Treiber gefunden, mit dem die Spiele auch unter Windows laufen, aber später mehr. Ich fand es schade, dass man von außen nicht sieht, was innen drin für eine super schöne Grafikkarte steckt. Also habe ich mal ein paar Euro investiert und ein paar Aufkleber gekauft, auch für meine anderen Systeme. Aber der ist schon schön. Natürlich gibt es ja noch ein BIOS-Update. Das wird auch noch schnell nebenbei installiert. Schön klassisch. Hier Diskette. Hört mal den Sound. Wow! Deutsche Sprachausgabe im BIOS? Nehme ich doch gerne mit. Okay, BIOS-Update ist gelaufen. Einstellungen laufen, sind frei. IAQs sind soweit richtig belegt. Und los geht's mit den Spieletests. Fangen wir mit DOS an. Mein Capture-Device konnte leider die DOS-Sounds und so weiter nicht aufnehmen, aber es hat funktioniert.
Also das Spiel laufen für die Voodoo sowie auch für die Onboard-Soundkarte. Kein Problem, wobei ich für die Soundkarte doch schon ein paar Treiber getestet habe, bis es gelaufen ist. Ja. Aber das Spiel on Windows ist sowieso für mich schwierig. Als nächstes folgt jetzt meine Benchmark-Serie. Einmal in 1024 bis 768, 3D Mark 99, 2000, 2001 sowie Quake 2, Quake 3, Unreal Tournament 99. Jeweils in 16-Bit Farbtiefe und hohe Details, hohe Welt, alles auf High, soweit es geht. Dazu habe ich noch das Ganze nochmal in 800x600 getestet, einfach nur nochmal um die Vergleichbarkeit bei niedrigerer Auflösung zu sehen, auch wie die Skalierbarkeit ist. Und ja, Ergebnisse folgen danach. Okay, fangen wir erstmal mit der 3D Mark Auswertung an und schauen uns das Ganze mal im Detail an. 3D Mark 99, jeweils 800 bis 600 die Ergebnisse. Also die Benji, die hinter der Voodoo 2 im SLI-System. Zum Vergleich habe ich noch ein paar andere Grafikkarten reingenommen. Einmal die Onboard-Grafikkarte sowie die RT Rage 128 aus dem vorherigen Video, sowie die Voodoo 1, die ich im ersten Video vorgestellt habe. Wobei die Voodoo 1 nur in 640 x 480 gelaufen ist. Die Rage Turbo AGP ist, glaube ich, auch 97 vorgestellt worden, ist also sowieso schon betagt. Ich konnte sie auch maximal auf 800 x 600 betreiben. Und die Ergebnisse sind unterirdisch. Ich würde sagen, für 3D-Spiele nicht zu gebrauchen, wenn dann für reine Stores oder vor 98er Spiele. Genau. Die RT Rage 128 hat im Vergleich dazu akzeptable Ergebnisse geliefert. Die Preise von damals festzustellen ist relativ schwierig. Nach meinen Recherchen hat aber
die Rage 128 ungefähr genauso viel gekostet wie die Voodoo Benji, also rund $150. Im direkten Vergleich bei den 3D Marks schlägt die Benji die Rage relativ deutlich in 99 und 2000er, und komischerweise dreht sich das Blatt im 2001er Benchmark, da hat die Rage die Nase vorn. Sogar besser als die Voodoo 2 SLI. Selbst die Voodoo 1 ist im 3D Mark 99 besser als die Onboard ARTI Rage Turbo AGB. Bei den Spielen haben wir ein relativ klares Bild. Die Voodoo 2 SLI schlägt die Benji mit Abstand, aber die Rage 128 schlägt die Voodoos im OpenGL, im Quake 2, zwar knapp, aber sie tut es. In Quake 3 hat dann die Voodoo 2 die Nase vorne, sowie auch in Halo Tournament. Aber hier sieht man, dass die Onboard-Karte mit 15 und 13 Frames in Quake 2 in Halo Tournament, ich will nicht spielbar sagen, aber gerade noch so spielbare Ergebnisse erzielt hat. Wenn man hier auf 640 x 480 gehen würde, hätte man wahrscheinlich die gleichen Ergebnisse mit dem Voodoo 1, und mit rund 30 Frames hat man ja früher gesagt, es ist flüssig. Der direkte Vergleich bei den Spielen hat die Rage gegen die Benji auch leider gewonnen. Relativ eindeutig. Und das bei gleichem Geldwert, wobei die Benji natürlich noch den Cloud-Support hatte. Was den bei gleichem Geld natürlich mehr Spielspaß bot. Ich habe die Benji dann auch noch in verschiedene Systeme geschickt, da es eine PCI-Ausführung ist, die relativ flexibel. Und dort habe ich nochmal 2-3 Benchmarks laufen lassen. Und ja, mit dem Ergebnis, dass die Skalierbarkeit ihre Grenzen hat. Ja, wie man hier sieht, im 3D Mark 99 ist sie im E7 sogar langsamer. 3D Mark 2000 hat sie auch sehr gute Werte im Pentium 3600. Einzig und allein beim 3D Mark 2001 ist sie in den anderen Systemen schneller. Bei den Spielen sieht es ähnlich aus. Quake 2 mit 42,9 Frames im Vergleich zu 30 beim i7 und für 46 beim Athlon. Quake 3 auch. Ist sie sogar beim Athlon 64 langsamer. Und in OT 99 ist es eigentlich relativ egal, was für einen Prozessor man hat. In 1024 ist sie überall gleich gut. Die Benji ist im Vergleich zur Voodoo 2 und 3 weitgehend in Vergessenheit geraten. Sie hatte technisch und historisch keine Meilensteine. Sie war langsamer als die Voodoo 2, langsamer als die Voodoo 3. Sie war einfach eine Zwischenlösung und ist, nachdem die Voodoo 3 veröffentlicht wurde, eigentlich direkt komplett von der Bildfläche verschwunden. Dazu ist 98 auch die Riva TNT erschienen, die dann auch direkt mit der Voodoo 2 und Voodoo 3 verglichen wurde, aber nicht mit der Benji. Also benchmarkmäßig wurde dann auch keine Beachtung der Benji geschenkt. Im nächsten Video springen wir zur Voodoo 3 Generation. Ich stelle euch dann mein MSI MS6168 vor, und zwar ist das Mainboard mit einer Onboard Voodoo 3 2000 Grafikkarte. Dieses wurde auch recapped und optimiert, und ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis bald!